Herzlich willkommen. Ich begrüße von ganzem Herzen alle Blumen- und Gartenfreunde heute einmal wieder. Denn ich habe ein kleines Update für euch zu der Dipladenia. Mit anderen Worten, ein Frühjahrsupdate 2021. Und möchte damit mein kleines Hobbywissen mit euch teilen. Denn ich betone es ja immer wieder, ich bin keine Gärtnerin und alles, was ich in meinem Garten und mit meinen Blumen mache, das basiert so ein bisschen auf einfach ausprobieren, Dinge versuchen. Und natürlich passiert es da immer wieder, dass man auch mal Misserfolge hat. Und genau das erkenne ich ja auch aus euren Kommentaren heraus, die ihr mir schreibt. Geplant war das mit dem Update eigentlich nicht. Aber dadurch, dass ich in den letzten Monaten wirklich viele Anfragen in den Kommentaren hatte zu ganz verschiedenen Fragen zu der Dipladenia, zu dem Überwintern, habe ich mir gedacht, bevor ich diese ganzen Fragen alle beantworte, mache ich einfach dieses kleine Video für euch. Und obwohl wir heute erst den 20. Februar haben, haben wir ein Wetter, dass jeder denkt, ach, die wollen doch nach draußen, die Dipladenia, die fangen schon an und klettern und ranken schon an den Gestellen, die man zum Teil angebracht hat, hoch. Ja, aber natürlich dürfen wir sie noch nicht raustun. Nein, sie haben noch eine ganze Menge Zeit vor sich, bis sie dann endlich raus dürfen. Denn das ist einfach noch viel zu kalt für die Dipladenia. Und ich kann euch sagen, natürlich gibt es manchmal Tage, so Ende April zum Beispiel, dass ich sie schon mal rausstelle, wenn es ein wirklich windgeschütztes, sonniges Plätzchen ist. Aber nachts muss man sie dann wieder reinholen. Oder man muss wirklich haargenau auf die Temperatur achten. Denn wenn es nachts dann kalt wird, kann man seine ganze Mühe, dass man die über den Winter gebracht hat, wieder zunichte machen. Und die ganze Mühe wäre umsonst gewesen, denn es ist ja doch schon ganz schön Arbeit, die wirklich an dem richtigen Platz über den Winter zu bringen. Aber sobald es Mitte Mai ist, dann müssen die raus, dann soll man sie raustun und dann fangen die erst so richtig an zu gedeihen und sich wohlzufühlen. Aber nun zu meinen Tipps für euch und auch zur Beantwortung vieler Fragen. Eine Frage, die erst vor 2 Tagen wieder einmal gestellt wurde, ist: Wie kommt es, dass meine Dipladenia gelbe Blätter bekommt und logischerweise die dann abfallen oder abgeworfen werden von der Pflanze? Ja, natürlich kann das zig verschiedene Ursachen und Gründe haben. Das fängt damit an, dass es eventuell nicht der richtige Platz ist. Ich weiß noch, vor 5 Jahren ungefähr, als ich meine allererste Dipladenia gekauft hatte, und der Winter kam und ich habe sie zurückgeschnitten und habe sie meiner Meinung nach an den richtigen Standort gestellt, aber es war der falsche. Denn sie ist mir wirklich eingegangen, weil es nicht hell genug war. Denn das wusste ich dann vom nächsten Jahr her, wo ich sie an einen ganz anderen Platz gestellt habe. Es war wesentlich heller. Die Temperatur war etwas höher sogar, denn in dem ersten Jahr, als sie mir eingegangen ist, war die Temperatur immer so zwischen 10 und 12. Und der neue Platz hier im Wintergarten, wo wir uns jetzt befinden, der ist den Winter über zwischen 12 und 16. Ja, heute natürlich mit diesem Sonnenschein liegen wir weit über 20 Grad. Aber das sind ja Ausnahmefälle und Ausnahmetage, die man mal auch im Winter hat. Also, wie gesagt, der Standort für die Überwinterung, dass sie keine gelben Blätter bekommt, dass sie es wirklich schafft, über den ganzen Winter zu kommen, ist einmal das Licht. Das nächste ist natürlich die Bewässerung und die Düngung. Also ich dünge den gesamten Winter nie. Und ich glaube, das weiß eigentlich jeder, denn das sollte man ja bei kaum irgendwelchen Pflanzen tun, die gerade keine Wachstumsphase haben. Und wenn man sie im Oktober, November, je nachdem wann ihr sie reinholt, zurückgeschnitten hat, dann ruhen die ja auch erstmal. Die sollen sich ja dann wirklich ausruhen und im nächsten Jahr möglichst super wieder blühen zu können. Mit anderen Worten, nicht düngen den gesamten Winter über. Und ich werde heute, weil sie wirklich anfangen zu treiben wie wild, heute das erste Mal ein ganz wenig Flüssigdünger dazugeben. Auch da werde ich gefragt, was nimmst du denn für einen Dünger, dass die bei dir so toll blühen? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen wirklich teuren Dünger gekauft. Ich kaufe entweder diese Stäbchen, die man in die Erde steckt, das sind nicht die billigsten Sachen, aber die kaufe ich dann auch manchmal, weil sie dann auch verhindert, eventuell Ungeziefer dran zu bekommen.
Aber das tue ich auch relativ selten. Den Dünger, den ich eigentlich in erster Linie verwende, sind diese Flaschen, die man für 1 Euro kaufen kann in jedem Markt. Also mit anderen Worten, ich gebe da wirklich kein großes Geld dafür aus und trotzdem danken Sie es mir, dass sie immer wieder super blühen. Ja, und das war jetzt der Dünger und die Bewässerung. Ja, natürlich brauchen diese Pflanzen auch im Winter, wenn sie kühler stehen, wesentlich weniger als im Sommer. Und es kommt ja noch dazu, dass die Dipladenia die Wurzeln so konzipiert hat, dass sie in den Wurzeln selber Feuchtigkeit speichern. Deshalb weiß man ja auch wenn man mal übers Wochenende wegfährt, dann schadet der das gar nicht, wenn sie mal nicht gegossen wird, weil sie eben diese Feuchtigkeit, das Wasser in den Wurzeln selber speichert. Und dann, wenn wir sie drin stehen haben und wir geben ihr zu viel Wasser, das mögen die nicht. Also ich mache da eigentlich den Test, dass ich die Erde, selbst wenn sie oben trocken aussieht, mal so ein bisschen mit einer kleinen Gabel ankratze und schau mal, wie feucht fühlt sich das noch an. Und wenn sich das noch feucht anfühlt, dann braucht meine Dipladenia im Winter noch auf gar keinen Fall Wasser. Und was ich auch noch gerne mache, ist, dass ich Töpfe habe, wo ich entweder nur einen Untersetzer drunter habe, das sieht zwar im Wintergarten und im Winter dann nicht so schön aus, aber ich kann genau sehen, wenn nur ein bisschen Wasser unten schon rauskommt beim Gießen, dann reicht das. Um Gottes Willen der dann nicht mehr Wasser geben, weil das will die nicht. Und dann ist das nächste Problem noch, wenn man ihr im Wintergarten zu viel Wasser gibt, dann kann man ganz, ganz schnell das Problem mit den Trauermücken bekommen. Und die Trauermücken sind im Wintergarten oder in der Wohnung erstens mal ganz unangenehm. Wer mein Video noch nicht gesehen hat dazu, wie ich meine Trauermücken bekämpfe, dem schreibe ich das in die Infobox unten rein, da könnt ihr das genau sehen. Also wie gesagt, die sind wirklich nicht schön, wenn man sie in der Erde bzw. in der Wohnung hat. Aber das viel größere Problem dabei ist noch, diese Trauermücken sind ja dafür bekannt, dass sie ihre Larven, also die Eier, in der Erde ablegen und sich dann in erster Linie, so wie ich das gelesen habe, wie gesagt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, nein, ich lese mir das ja auch alles an in YouTube oder in anderen Kanälen, genau wie ihr das auch tut. Und ich habe eben gelesen, dass es deshalb so schlimm ist mit diesen Trauermücken, weil sie eben die ganz feinen Wurzeln anknabbern. Und da weiß ich, vor Jahren ist mir mal eine kaputt gegangen und ich weiß, das lag an dieser blöden Trauermücke, warum meine Dipladenia eingegangen ist. Ja, ihr seht, ich bringe nicht alle immer über den Winter, auch mir passiert das mal, wenn ich nicht aufpasse. In den letzten Jahren hatte ich immer Glück, aber die ersten Jahre sind wirklich die Testjahre. Und man lernt dazu, das ist das Schöne daran. Also mit anderen Worten, das sind so meine Hauptprobleme: Licht, Bewässerung, nicht düngen und eventuell diese fürchterliche Trauermücke. Und natürlich hilft es der Pflanze, wenn wir sie wirklich gut zurückschneiden, bevor wir sie im Winter reinbringen. Aber das haben wir jetzt alles hinter uns. Es geht ja auf den Frühling zu. Und da möchte ich euch ganz einfach jetzt noch 1, 2 Tipps geben für dieses Update jetzt hier im Frühling. Schauen wir uns mal die Pflanze etwas genauer an. Ich habe jetzt mal hier 4 Dipladenias so eng wie möglich zusammengeschoben für euch. Und ihr könnt sehen, natürlich sind auch die Sorten ein bisschen anders immer, die man kauft, je nachdem auch wo man sie gekauft hat. Aber sie sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Fangen wir ruhig erstmal mit den Töpfen an, denn da könnt ihr genau sehen, dass ich sie alle so habe, dass ich immer drin schauen kann, kommt mir das Wasser unten raus, weil ich zu viel gegossen habe, also muss ich sofort aufhören. Das ist mir wirklich bei allen 4 ganz wichtig, die ihr hier seht. Ich muss wissen, dass ich die nicht ersaufe. Und dadurch, dass sie jetzt schon überall anfangen hier zu ranken, könnt ihr hier sehen, habe ich natürlich schon die Rankhilfe überall dazu gemacht. Hier muss ich eventuell mal dieses Jahr einen neuen kaufen, den habe ich einfach selber aus Bambusstäben gemacht. Und bei dem möchte ich gleich dazu sagen, das war von mir eine neu gezogene vom letzten Jahr. Und die war letztes Jahr so buschig geworden, wer mein Video vom letzten Jahr gesehen hat, der hat das vielleicht
gesehen, ist eine weiße und die war nicht hochgegangen, sondern sie war wirklich sehr, sehr buschig. Aufgrund dessen hatte ich sie, weil sie mir so leid getan hat, im Herbst, als ich sie reingeholt habe, nicht zurückgeschnitten, sondern das habe ich erst gemacht vor circa einem Monat. Deshalb hat die auch einen ganz anderen Look im Moment und hat auch noch nicht angefangen zu ranken. Während hier bei allen anderen man es ganz deutlich sehen kann, wie die hier überall schon am Ranken sind. Ich gehe dann gleich noch mal näher. Und das ist mir für den Wuchs, der jetzt gerade beginnt, einfach noch ein bisschen zu früh. Denn ich glaube, es war diese hier. Ich müsste mal ein bisschen... Habe gerade mal ein bisschen verschoben. Ich glaube, es war diese hier. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ist eine rosane. Und da hatte ich letzten Frühjahr die Ranken einfach schon im Februar hochranken lassen. Aufgrund dessen hatte die mir im oberen Bereich unwahrscheinlich viele Blüten gemacht. Nur der untere Bereich war ziemlich offen geblieben. Das heißt, hier unten hatte sich nicht genug gebildet gehabt. Was bei der genau das Gegenteil war. Da hing mir das wirklich ab, hier unten bis rauf, ganz toll. Und hier könnt ihr das jetzt ganz toll sehen, wie die am Ranken ist. Das ist schon enorm, obwohl die auch unten, wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt, ich bin jetzt nur näher rangegangen, auch unten schon ziemlich voll ist mit allem. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe die drei, nicht die eine, die ja noch ziemlich weit unten ist, aber die ganzen anderen, die habe ich jetzt schon mehrfach zurückgeschnitten. Und zwar kann man das jetzt hier dran sehen. Hier wird es so richtig dick, hier könnt ihr auch den Schnitt noch vielleicht sehen, damit die sich jetzt im Februar erstmal unten etwas dicker ausbildet, bevor sie dann rankt. Ich lasse also jetzt so 2, 3, die nach oben ranken, ruhig schon hochranken, auch bei dieser, da ist schon eine ganz hier oben. Aber die meisten schneide ich jetzt erst noch mal zurück, weil dann kommt sie wesentlich dicker und buschiger insgesamt nach oben. Und ich weiß, dann werden mir meine Dipladenias noch besser in der Blüte stehen. Ich denke, man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei einem Baum zum Beispiel. Wenn ich da einen Rückschnitt mache, dann will der auch wesentlich mehr austreiben und wird buschiger und mehr. Hier könnt ihr zum Beispiel ganz deutlich sehen, den hatte ich hier abgeschnitten gehabt und aufgrund dessen seht ihr, kommen hier beidseitig jetzt neue Triebe raus. Und auch bei diesem, den hatte ich ja auch geschnitten gehabt und ihr könnt sehen, kommt rechts und links, der ist schon wieder ganz groß nach oben gewachsen. Also mit anderen Worten, ich stutze sie zurück, jetzt im Februar noch, denn mir ist das zu früh, dass die jetzt schon so ranken wollen. Umso buschiger und schöner werden sie. Und noch was ganz, ganz Wichtiges, was ich ja jetzt fast vergessen hätte zu sagen. Jetzt ist die Zeit, wo ihr unwahrscheinlich aufpassen müsst, dass ihr keine Läuse dran bekommt. Eine Freundin von mir, der ich das schon zigmal gesagt habe, die rief mich vor 10 Tagen oder so an und sagt, Lilo, meine Dipladenia ist voll mit Läusen, was mache ich denn nur? Sag ich, ja, was voll mit Läusen? Sagt sie, bis unten hin. Sag ich, gut, schneide sie zurück und versuche den unteren Bereich dann mit irgendwelchen Waschlösungen, Waschmitteln, die Läuse da wegzubekommen. Aber wenn man die Dipladenia immer beobachtet, bei jedem Gießen einfach guckt, sind die noch sauber, dann kann man das in dem Moment, wo die Läuse beginnen, und das ist meistens hier an den ganz frischen Trieben, da hängen die dann meistens dran, dann kann man die schnell zurückschneiden und hat es eigentlich dann schon im Griff. Also bitte jetzt bei eurer Dipladenia im Frühjahr immer die frischen Spitzen euch genau angucken, auch mal unter die Blätter gucken. Und wenn ihr die ersten Läuse seht, wenn es noch nicht so viel ist, dann das einfach abgeschnitten, ist die bessere Lösung, wie jetzt mit der Chemiekeule oder mit irgendwas dran zu gehen. Jedenfalls habe ich diese Erfahrung so gemacht. Und das ist auch das Einzige, was ich euch so weitergeben kann. Wie gesagt, ich bin nur ein Hobby-Dipladenia-Fan und sonst eigentlich nichts. Habe meine Riesenfreude daran, wenn sie dann jedes Jahr wieder blühen. Und ich hoffe, euch mit meinen kleinen Tipps vom heutigen Tag
einfach ein bisschen dazu geholfen zu haben, beigetragen zu haben, dass ihr eure Dipladenias genauso gut hinbekommt dieses Jahr, wie das hoffentlich bei mir auch wieder der Fall sein wird. Und damit bedanke ich mich für euer Dasein. Bleibt gesund, schreibt mir ruhig wieder eure Kommentare. Ich freue mich auf alle Fälle darauf und sage Tschüss, bis bald wieder. Eure Lilo. Ah ja, PS. Und irgendwann dann, ich würde sagen Mitte April, Ende April, kommt natürlich auch wieder irgend so ein Bananen-Update. Und wir hoffen ja sehr, dass nach diesem strengen Frost, den wir jetzt hatten, die Bananen es auch alle wieder überlebt haben. Also, bis dahin. Tschüss.